Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen BioMover Talk. Ich heiße Jörg Howe, gehört zur Daimler Truck Familie und wir beschäftigen uns bei BioMover mit Menschen, die etwas bewegen wollen oder schon etwas bewegt haben oder munter dabei sind. Und wir haben, glaube ich, immer ziemlich interessante Gäste. Einen ganz besonderen interessanten Gast haben wir heute hier, Benedikt Bösel, der eine interessante Biografie hat, aber auch heute hier bei diesem wunderbaren Indie-Film-Festival Film ohne Grenzen ist, weil er selbst eine Dokumentation präsentiert. Landwirt und Dokumentation, wie passt das zusammen, Benedikt? Wie passt das zusammen? Die Landwirtschaft ist der mit Abstand wichtigste Hebel, den wir haben, um eigentlich die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Und zwar nicht nur Ernährungssouveränität, sondern eben insbesondere auch Klimaanpassung, Biodiversität, Gesundheit, selbst Dinge wie Entwicklung ländlicher Räume, Chancengleichheit, auch Bildung, gerade in weniger entwickelten Ländern. Und das ist eine Botschaft, das ist ein Wissen, ein Verständnis, das wir ganz dringend wieder zu den Menschen in die Mitte der Gesellschaft bringen müssen. Und dafür sind natürlich Formate, wie wir sie hier heute präsentieren können, genau das Richtige, um auch die Schönheit, die Emotionalität, auch sicher die Härte und die Schwierigkeit, aber eben alles, was das wahre Leben auszeichnet, eben den Menschen irgendwie ja, näher zu bringen. Nun erwarte ich bei Disney Plus, dem Streamingdienst, nicht unbedingt eine Dokumentation. Wie sind die Menschen überhaupt auf dich zugegangen? Haben gesagt, hey, können wir bei dir drehen? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Der Kontakt kam ganz ursprünglich über eine Situation, wo ich im Grunde genommen eingeladen war, einen Vortrag zu halten und hatte dann dort berichtet, es gibt eben diese Vordenker und Vordenkerinnen und die machen ganz verrückte Sachen und das möchte ich jetzt bei uns auch irgendwie umsetzen. Und im Publikum saß jemand, Jan Gisbert Schulze, der eben zur gleichen Zeit gleiche Gedanken hatte und auch schon mit einem anderen Vordenker aus Amerika damals Kontakt hatte und wir dann gesagt haben, okay, wir müssen uns eigentlich kennenlernen, müssen das eigentlich gemeinsam machen und daraus haben wir einen Verein, die Soil Alliance gegründet, Verein für regenerative Landwirtschaft und haben dann damit eben verschiedene Pioniere, Ernst Götsch aus Brasilien, Joel Salatin aus der USA, nach Deutschland gebracht und darüber kam der Kontakt zustande und die Idee zu sagen, Mensch, eigentlich müssen wir das irgendwie, diese unglaubliche Arbeit von diesen tollen Menschen irgendwie ja, Menschen zur Verfügung stellen. Nun heißt die Doku Farm Rebellion. Du hast aber auch schon ein Buch geschrieben. Wie heißt das? Und das läuft ja schon eine ganze Zeit lang, glaube ich, ziemlich gut in den Bestsellerlisten. Das Buch heißt Rebellen der Erde, wie wir den Boden schützen und damit uns selbst. Und auch die Serie sozusagen Farm Rebellion ist natürlich das ganze rebellische Thema sehr stark im Vordergrund. Es ist aber keine Rebellion gegen etwas. Ganz im Gegenteil, es ist eine Rebellion für etwas, für den Boden, für die Arbeit der Landwirte und Landwirtinnen, für eine Zukunft, die lebenswürdig ist und wo wir auch sozusagen die Generation unserer Kinder und deren Kinder die gleichen Chancen ermöglichen, auch an einer wirklich ja, schönen Welt teilzuhaben und die auch zu fördern. Bist du denn eigentlich familiär vorbelastet gewesen? Kommst du aus einer Landwirtefamilie? Und wie hast du den Weg dahin gefunden, wo du jetzt bist? Also Landwirtsfamilie tatsächlich gar nicht. Allerdings ist die Familie meines Stiefgroßvaters an diesem Ort Altmadels, wo wir jetzt auch den Betrieb sozusagen führen, über 250 Jahre gelebt und erst dann kurz nach dem Krieg als 19-Jähriger aus der Sowjetunion kommend geflüchtet und hat dann kurz nach der Wende gemeinsam mit meinen Eltern die Betriebe wieder aufgebaut, das Land wieder zurückgekauft und ja, und ich wurde dann sozusagen habe mich dann dafür verantwortlich gezeigt und das dann dort im Dezember 2016 im Grunde genommen übernommen. Nun ist das ja so, kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Du warst neudeutsch mit Finanzprodukten beschäftigt, mit Menschen, mit Zahlenquälern, Leuten, die Aktienkurse orientiert sind. Ich habe auch mit solchen Leuten zu tun, bin immer ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Und du steigst dann plötzlich in ja, Natur, Erde und auch im weitesten Sinne ja mit einem hohen moralischen Anspruch. Wie funktioniert sowas? Also ich glaube, dass die Vorstellung, dass ich sozusagen Porsche fahrend, Aktien handelnd an der Frankfurter Börse gelebt und gearbeitet habe, hat so nie stattgefunden. Ich habe mit 22 damals angefangen zu arbeiten, habe im M&A-Bereich gearbeitet, haben wir sozusagen hauptsächlich PowerPoint-Präsentationen gemacht und dann kam ein Jahr danach schon die Finanzkrise. Ne? Also das heißt, all das ist sozusagen eine schöne Geschichte. In der Realität habe ich als junger Mensch früh angefangen zu arbeiten, sehr, sehr hart gearbeitet sicherlich, aber noch mehr
erlebt und auch kennengelernt, weil ich eben diese Finanzkrise miterlebt habe, weil ich dann sehen konnte, wie so eine Bank in sich zusammenfällt, wie Menschen auf einmal miteinander umgehen, wie mit Menschen ja, einfach auch umgegangen wird. Ja, sie sind am Ende des Tages nur noch eine Zeile in der Excel-Liste. Und das ist das, was mich aber geprägt hat, weil ich gesagt habe, wenn ich später mal die Verantwortung habe für Menschen, möchte ich eben so genau nicht damit umgehen. Ich möchte ganz andere Dinge schaffen, ich will auf andere Werte irgendwie aufbauen. Und habe dann aber über Umwege im Grunde genommen meinen Weg zurück zur Natur gefunden, aus der ich eigentlich immer kam. Ich bin in der Natur groß geworden. Ich habe so jedes Tier großgezogen, das man sich so vorstellen kann, und war dann sozusagen eher der komische Mensch in der Finanzbranche, der dann seinen Weg wieder zurückgefunden hat. Es ist aber, wenn du das so 100% machst, wie du das beschreibst, ist natürlich auch kein Job, sondern es ist eine Lebensaufgabe, einen Hof zu führen, Landwirt zu sein. Ihr nennt den Hof, glaube ich, Gut und Bösel. Ist ja auch schon eine Aussage. Das heißt, das ist eine Welt, in die man sich vollständig einlassen muss, oder? Ja, es gibt überhaupt gar keine andere Alternative. Also man kann es nur mit 100% machen und es kann auch nicht anders funktionieren, als dass es sozusagen das Einzige ist, was man sozusagen umsetzen möchte. Denn es ist einfach kein Job. Du lebst sozusagen mit den täglichen Bedrohungen, mit den großen Schwierigkeiten, mit den Herausforderungen. Du bist für Tiere verantwortlich, du bist für Menschen verantwortlich. Die Aufgabe der Landwirte und Landwirtin ist eben so viel mehr als ein gut bezahlter Job eines Managers. Wenn der einen Fehler macht, interessiert es am Ende keinen, der kriegt vielleicht keinen Bonus. Aber Landwirte und Landwirte, da hängen Leben dran, da hängen Menschen dran. Und wenn man sich dem öffnet und wenn man diese Verantwortung annimmt, dann gibt es sozusagen, glaube ich, keinen anderen Weg. Und das ist aber auch das, was mich mit wahnsinnig viel Freude erfüllt, mit Sinnstiftung erfüllt und eben auch für viele, viele junge Menschen so wahnsinnig viel Hoffnung und Mut gibt. Denn dort kannst du wirklich mit deiner eigenen Arbeitsleistung an der besseren Welt, die wir ja alle wollen, teilhaben und sich dafür einsetzen. Und das ist auch das, was wir vermitteln wollen. Deswegen auch das Buch, deswegen auch die Serie, einfach zu zeigen, die Landwirtschaft ist eben viel, viel mehr, als wir heute in den Medien oft wahrnehmen. Es ist wirklich der Ort, wo wir ja, mit Mut und Hoffnung in die Zukunft gucken können. Wie viele Leute arbeiten auf dem Hof und wie viele Tiere gibt es da? Die Frage wäre noch passender, wie viele Hunde und wie viel Arbeit. Nein, wir haben circa 30 feste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das teilt sich auf die kommerziellen Betriebe, aber auch auf die Stiftung, mit der wir im Grunde die ganze wissenschaftliche Forschung und die Kooperationen betreiben. Und dazu kommen im Jahr noch mal gute 30 Praktikanten und Praktikantinnen, mit denen wir arbeiten, die wir auch Ausbildung. Und dann haben wir ja, jedes Jahr viele, viele Besucher, viele Firmen, die bei uns Veranstaltungen machen, viele Menschen, mit denen wir einfach die Erfahrung des eigenen Erlebens sozusagen am Standort zeigen wollen, weil das ist das, was die eigene Reflexion über Fragen der Nachhaltigkeit, Fragen der Landwirtschaft so anregt, dass man auch wirklich ins Machen kommt und nicht nur beim Reden bleibt. Und wie kriegt man so einen Hof wirtschaftlich erfolgreich, dass man den sozusagen nachhaltig, dauerhaft bewirtschaften kann? Das ist die große Frage, mit der wir uns beschäftigen. Kriegt man das hin? Ich bin davon felsenfest überzeugt. Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Welche Methoden, welche Werkzeuge wir dafür benutzen, das in 10, in 15, in 25 Jahren auch noch machen zu können, gerade in einer Region wie hier Ostbrandenburg, wo wir sehr, sehr sandige Böden haben, mit großen Dürren, Wetterextremen zu kämpfen haben, das ist die große Frage. Und wir sind eben der Meinung, dass es funktionieren kann, nur indem wir den Fokus auf Bodengesundheit, Ökosystemgesundheit legen, dass wir Humus aufbauen, Biodiversität aufbauen. Und das versuchen wir eben, dass wir dadurch, dass wir durch die letzten 40, 50 Jahren getrennten Ökosysteme wieder zusammenbringen. Das heißt, wir pflanzen schmale Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind, um gegen Winderosion, Wassererosion vorzugehen. Wir sagen häufig, wir pflanzen mit den Bäumen Wasser. Wir integrieren die Tiere, um den Nährstoffkreislauf wieder zu schließen. Das heißt, so bringen wir eigentlich den Ackerbau, die Forstwirtschaft, die Tiere wieder zusammen. Und denn das ist ein intaktes Ökosystem, das sich gegen die Unvorhersehbarkeit des Klimas eben auch sozusagen wehren kann, weil es eben miteinander symbiotische Wechselbeziehungen gibt. Am Ende müsst ihr aber natürlich davon leben können, von so einem Hof. Sonst wird sich das ja nicht tragen. Ist da die Direktvermarktung der einzige Weg, den man hat, dass man sozusagen auch seine Fangemeinde aufbaut oder Kundenstamm oder wie immer man das nennt, die dann wirklich auch dauerhaft als Kunden oder als Förderer erhalten bleiben? Ich glaube, die Direktvermarktung ist auf jeden Fall ein wichtiges Instrument, um eine gewisse Risikodiversifizierung hinzubekommen.
Man muss aber auch das sozusagen im Kontext des ganzen Großen sehen. Wir sind ein großer Öko-Ackerbaubetrieb. Wir produzieren im Jahr 2000 Tonnen Getreide. Die werde ich nicht über die Direktvermarktung sozusagen vertreiben können. Ne? Das heißt, das kann immer nur ein Standbein sein. Und die Kunst ist halt für den jeweiligen Betriebstyp in der jeweiligen Region mit den jeweiligen auch ökologischen Systemen, die Lösung zu finden, die halt einen Betrieb widerstandsfähig machen und auch in der Lage versetzt, eben ja, auf so breiten Beinen zu stehen, dass man eben mit Schwierigkeiten umgehen kann. Für uns ist sicherlich der Aufbau des Online-Shops und die Direktvermarktung unserer Rinder ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, wie wir auch in die Zukunft gehen wollen, gar keine Frage. Stichwort Rinder, die werden ja dafür, sagen wir mal, dargestellt, dass sie wesentlich dazu beitragen, dass wir Treibhauseffekte haben und Ähnliches. Und dann gibt es auch radikale Lösungen, da schlägt man dann vor, man sollte die Rinder ganz abschaffen oder in großen Teilen. Wie siehst du sowas? Mich bedrückt diese Diskussion, weil sie einfach wirklich völlig fehl am Platze ist, völlig auch am Thema vorbei. Ganz ohne Frage, die Haltung von Tieren in Ställen, in denen wir Futter geben, das aus meinetwegen Südamerika importiert wird, was dann wieder hier zu Nährstoffüberschüssen führt, auch das Tierwohl im Grunde genommen an diesen Stellen nicht in Ordnung ist. Dass das ein Problem ist, müssen wir gar nicht drüber sprechen, gar keine Frage. Aber das ist nicht das Tier schuld, sondern das ist das menschliche Betriebssystem, die Architektur, wie wir Landwirtschaft, Lebensmittel produzieren wollen. Das ist das Problem. Die Amerikaner sagen, it's the how, not the cow. In Wirklichkeit ist es so, dass die Kuh, insbesondere die Kuh, wenn sie eben draußen in der freien Natur auf den Flächen, für die sie ja geschaffen ist, sprich Grünland, Klee, Kräuter etc., arbeiten darf und grasen darf und auch ihrem Instinkt zufolge ihr Verhalten ausbringen kann, dann ist die Kuh einer der ganz entscheidenden Schlüssel für das Thema Nährstoffkreislaufschließung, für das Thema Wasserzyklus, für das Thema Biodiversität, für die Unabhängigkeit von Landwirten und Landwirtinnen. Also viele, viele Funktionen und Leistungen, die die Kühe sozusagen übernehmen können. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, denn die Kuh sozusagen als das Problem darzustellen, das hilft einigen wenigen sehr, sehr gut, weil man dadurch sozusagen sich leisten kann, nicht über, sagen wir mal, fossile Problematiken zu sprechen. Und andere freuen sich daran auch, weil sie darüber natürlich marketingtechnisch ein Narrativ aufbauen können, was die Menschen, die im Konsum gerne Gutes tun, anspricht, was aber auch inhaltlich einfach völlig am Thema vorbei ist. Nun habe ich gehört, du bist Landwirt des Jahres 2023 geworden, ist das richtig? 22. 22, sorry. Wie kriegt man so einen Titel? Und ist das auch, sag mal, marketingtechnisch erfolgreich dadurch? Kriegt man einen Bekanntheitsgrad? Wie funktioniert sowas? Also am liebsten würde ich natürlich jetzt behaupten, ich wurde dort einfach so ausgerufen und musste dafür gar nichts tun. In der Realität habe ich mich dafür beworben. Ich glaube, was mich damals motiviert hat, war einfach zu sagen, okay, es gibt einfach so viele Initiativen, es gibt so viele Betriebe, die schon so viel weiter sind, die schon so viel versuchen, die wirklich tolle Dinge unternehmen. Und das wird so wenig wahrgenommen. Wenig Menschen kriegen das mit, wenige Landwirte und Landwirtinnen kriegen das mit. Auch die Politik kriegt manchmal gar nicht mit, wie weit die Landwirte schon sind. Und da dachte ich einfach, sich irgendwie dort einzubringen, zu versuchen zu gewinnen, um einfach auch diese Plattform zu nutzen und diese Nachricht sozusagen zu verbreiten, zu sagen, Leute, schaut mal bitte, was die Landwirte und Landwirtinnen alles schon leisten und könnt ihr mal ein bisschen Respekt und Wertschätzung aufbauen. Das war mein Ziel und ich versuche das sozusagen so zu nutzen. Ob ich jetzt im Sinne aller spreche, natürlich nicht, das kann ich mir auch nicht anmaßen. Aber ich glaube schon, dass man einfach mitbekommt, wie viel passiert in den Medien, in der Wissenschaft, auch in der Politik. Alle fangen an, über Boden zu sprechen, über auch das Thema regenerative Landwirtschaft, für viele Firmen auch sehr interessant. Also ich denke schon, dass sich da wahnsinnig viel tut und wenn man dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, dann bin ich zufrieden. Wie kommst du mit so konventionellen Organisationsformen wie dem Bauerverband und so klar? Bist du da Mitglied? Musst du Mitglied sein? Und was kriegst du sozusagen an Feedback von denen? Ich bin tatsächlich nirgendwo Mitglied, das auch ganz bewusst, weil ich, glaube ich, von meinem Typ her nicht gut bin für gewisse Gesellschaften, denn ich sage immer ungefragt meine Meinung und bin auch gerne unabhängig, möchte frei sprechen können versuche eigentlich
mich immer darauf einzulassen, wie sinnhaftig die Argumentation der jeweiligen Organisation ist. Und ich glaube, es gibt ganz viele Dinge, wo ich denke, würde ich vielleicht die Situation anders einschätzen. Ich glaube, solange man für den Dialog offen ist und sich darüber austauscht, ist das immer wichtig, denn es muss eben unterschiedliche Sichtweisen geben, es muss unterschiedliche Vorstellungen der Zukunft geben, es muss auch unterschiedliche Ansätze für Lösungen der Zukunft geben. Auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, dass es diese ganzen unterschiedlichen Stimmen gibt. Und insofern ja, kenne ich natürlich die meisten ganz gut und freue mich, die wieder zu sehen, auch wenn man mal eine unterschiedliche Meinung hat. Denn es gibt auch vieles, wo man eben die gleiche Meinung hat und auch wo man für die gleichen Dinge einfach auch kämpft. Nun bist du 39 Jahre alt, also vergleichsweise jung. 38? Noch ein paar Monate. Okay, also 38. Wo siehst du deinen Hof, deinen Betrieb und dich in 10 Jahren? Also unser ganz starker Fokus ist die Forschung. Wir haben eben im Frühjahr 2021 die Fink-Stiftung gegründet und aufgebaut, um eben die ganze wissenschaftliche Begleitung, ganze wissenschaftliche Forschung eben zu professionalisieren, auch das Thema Bildung und Ausbildung, auch Naturschutz im weitesten Sinne zu forcieren. Wir haben mittlerweile große Forschungsprojekte, auch mit der Bundesregierung, mit vielen Bundesinstituten, um eben diese ganzen Methoden der regenerativen Landwirtschaft zu erforschen und zu schauen, wie sie eben nicht nur ökonomisch funktionieren, aber eben auch ökologische und soziale Leistungen übernehmen. Und das ist die Arbeit, die wir weiter aufbauen wollen. Ich würde mir wünschen, dass wir eben noch stärker in der Lage sind, den Ort zu öffnen für mehr Menschen, für mehr Kooperation, auch eine Art Akademie dort aufzubauen, auch das mit der Kulinarik irgendwie zu verbinden. Denn am Ende des Tages über das Essen können wir eben ganz, ganz viel auch bewegen und erklären, den Zusammenhang zwischen dem gesunden Boden und dem gesunden Menschen auch noch über Kulinarik und das Genießen einfach auch zu zeigen. Und das ist eigentlich die Hoffnung, einfach unseren Weg weiterzuführen und möglichst viele Menschen auf dem Weg mitzunehmen. Gut, wir wünschen dir allen Erfolg, den du dabei haben musst und kannst. Dein Online-Shop hat welche Adresse? Das sollten wir auch noch mal sagen, weil wir bestimmt Fragen kriegen, Gut und Bösel. Also das ist wahrscheinlich, das müsste ich, also der sollte natürlich sitzen. Ja. Also auf unserer Seite gutundbösel.org gibt es einen Button, Okay. der dann zum Online-Shop Den führt. Bestellknopf. Den Bestellknopf. Einmal alles bitte. Okay, war ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Wenn es hier zwischendurch mal gequietscht und geeiert hat, wir sind in der freien Natur, sitzen schön am See, das gehört auch dazu, muss man sich manchmal gut gehen lassen. Ich wünsche dir auch Erfolg für das Festival und ich glaube, der wird kommen. Liebe Leute, das war der Biomover Talk. Heute mit Benedikt Bösel, ein Landwirt und ein Mensch, der was zu sagen hat. Ich danke für das Gespräch und freue mich auf den nächsten Talk. Dankeschön.